Man kann schon sagen, was man will. Man wird halt nur diffamiert, man wird beleidigt, man wird als Nazi betitelt. Ich habe keine Angst, weil der kriegt aufs Maul. Und ich habe einfach keine Lust, dass mein Kind nach Hause kommt, Wallah, ich fick deine Mutter. Hey Leute, willkommen in der Realität oder eher im Wahnsinn. Diese Mutter bringt das auf den Punkt, wofür viele längst keine Worte mehr finden. Keine Politiker, keine Talkshow, sondern eine ganz normale Mama, die endlich ausspricht, was ganz viele Menschen fühlen. Und genau deswegen geht ihr Clip gerade durch die Decke. Was sie sagt, das ist kein Wutanfall, das ist Realität pur. Hört genau hin. Auf geht's. Gemeinsam für Deutschland, wir haben eine neue Bürgerstimme, die wir einfangen konnten. Warum bist du denn heute hier? Weil ich einfach die Schnauze voll habe von der ganzen Politik, die hier herrscht. Und das ist nicht die Partei, die wir alle gewählt haben. Wir wollen Demokratie und die meisten haben einfach schwarz-blau gewählt und es kommt nur Grütze bei rum. Das ist ein eindeutiges Statement, würde ich sagen. Warum, Deutschland, wenn wir es jetzt so sehen, ne? Abends, wir wollen auf der Straße, es ist jetzt eine Studie rausgekommen, dass die meisten Frauen sich in Deutschland halt nicht mehr sicher fühlen. Würdest du das unterschreiben oder siehst du das anders? Es kommt auf den Typ Frau an. Es gibt halt die klassischen Frauen, die halt sehr ängstlich wirken, sehr schüchtern wirken, nicht gerade selbstbewusst wirken. Die werden gezielt als Opfer. Ich habe keine Angst, weil der kriegt aufs Maul. Das ist auch ein eindeutiges Statement, sehr geiles Statement sogar, ja. Als Frau, bist du Mutter? Ja. Als Frau und als Mutter, was wünschst du dir denn für Deutschland und wovor hast du am meisten Angst vor deine Kinder? Ich finde es halt echt schrecklich, wenn nur 2 blonde Kinder in der Schule sind und alle sind türkisch, sprechen Arabisch. Und ich habe einfach keine Lust, dass mein Kind nach Hause kommt, Wallah, ich fick deine Mutter. Das sind solche Sachen, das geht einfach nicht. Und man merkt auch ganz genau in den jugendlichen Jahren, mit was die Kinder heutzutage verkehren. Boah, Alter, und das ist keine Sprache, das ist Ghetto, das ist asozial und das will ich nicht. Und wovor hast du am meisten Angst jetzt hier für die nächsten Jahre in Deutschland? Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich weiß nicht, wo ich aufhören soll. Ich habe Angst vor dem digitalen Euro, weil ja, wir haben immer mit Bargeld bezahlt und man kann halt Bargeld auch immer schön irgendwie ansparen oder so für irgendwelche Anschaffungen. Das geht mit dem digitalen Euro nicht. Und ja. Ja, ergänzend noch ganz kurz zum digitalen Euro. Wir haben da ja einen Bericht drüber gemacht. Der ist ja auch programmierbar, ne? Also der Staat kann quasi sagen, dass du den dafür ausgeben darfst, aber dafür nicht. Ne? Das ist schon ein krasser Hintergrund, muss ich sagen. Das kann sein. Vielleicht wird es auch so kommen, ja. Ja, die verdienen genug. An alles, was wir machen, ob wir arbeiten gehen, ob wir was kaufen, verkaufen, die verdienen alles. Wie siehst du das denn jetzt auch mit der Meinungsfreiheit? Also ich bin jetzt 42, ne? So, ich kann mich, wenn ich jetzt so 10, 15 Jahre zurückgehe, da konntest du halt noch mehr oder minder sagen, was du wolltest, ohne einen auf den Sack zu kriegen auf gut Deutsch. Siehst du das heute immer noch so oder hat sich da was geändert in den letzten Jahren? Man kann schon sagen, was man will. Man wird halt nur diffamiert, man wird beleidigt, man wird als Nazi betitelt, man wird bestraft. Also man darf sagen, was die wollen. Also ja, ihre Demokratie, ja? Genau. Ja, das ist ja, man hört es ja wirklich immer durch die Bank weg, wenn unsere Demokratie angegriffen wird, ne? Gerade von links und von der SPD oder ist ja alles links. Aber was sagst du denn dazu, dass die Veranstaltung hier, die Demonstration in die rechtsextreme Ecke gedrückt wird? Es wird doch alles in die rechtsextreme Ecke gedrückt. Ob du Auto fährst, ob du was gegen die Politik sagst oder ob du, weiß ich nicht, Fleisch isst, du bist ein Nazi so oder so. Findest du denn der Begriff, also ich hatte das eben auf der Hinfahrt nach hier, ich finde der Begriff Nazi, wenn früher das so jemand bezeichnet wurde, ging ein Raunen durch den Raum so, ne? Das bedeutete noch was. Findest du, dass der Begriff quasi jetzt dadurch, dass er so häufig benutzt wird, abgenutzt ist und dass das auch eine gewisse Geschichtsvergessenheit zum Vorschein bringt dann?
Die Menschen, die sagen, wir sind Nazis, die sind selber, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahre. Die haben gar keine Ahnung, was damals zu den Nazi-Zeiten wirklich passiert ist. Die kennen Nazi und Hitler und alles nur aus Geschichtsbüchern und wollen mir über Nazi oder irgendwelchen Nationalismus irgendwas erklären. Nein, ich habe weder irgendwelche Juden vergast, noch habe ich sonst irgendwas gemacht. Ich stehe einfach für meine Rechte auf der Straße. Und wenn ich dann ein Nazi bin, ja, dann ist das hier so ein Trendwort wie Talerhohn zum Beispiel. Ne? Also es ist schon eigentlich eine Frechheit. Es gibt wirklich Leute, die haben zu knacken von damals. Da muss man das nicht irgendwie verschönern oder so. Also Wenn du jetzt, wir sagen jetzt mal ganz hypothetisch, du hättest einen Wunsch frei und der würde sofort erfüllt werden. Was würdest du dir für dich oder für Deutschland wünschen? dass die ganzen kriminellen Ausländer auf jeden Fall abgeschoben werden. Ich möchte wieder Sicherheit im Land haben. Ich möchte meine Meinung sagen können. Und ja. Alles klar, super. Vielen, vielen Dank für die Info, für deine Stimme und ich wünsche euch noch ein frohes Marschieren gleich. Auch so. Solche Stimmen wie Ihre, die fehlen in diesem Land an jeder Ecke. Kein PR-Geplapper, kein weichgespülter Politsprech, kein ideologische Sprachpolitur, sondern Klartext, roh, direkt aus dem Leben. Und ja, sie ist wütend, aber ganz ehrlich, vielleicht ist genau das die Sprache, die man heute braucht. Denn während sich oben in Berlin alle für ihre Moral feiern, für Gender-Leitfäden und Podiumskonferenzen, sitzt da unten eine Mutter und sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mach das nicht mehr mit. Und genau das spüren so viele. Die merken, was früher mal normal war, ist heute plötzlich rechts. Wer die Wahrheit ausspricht, kriegt ein Etikett. Wer sich Sorgen macht, wird zum Problem erklärt. Aber nicht von den Leuten, sondern von einer politischen Klasse, die in Talkshows lebt, nicht im Alltag. Und das Schlimmste, diese Frau ist nicht radikal, nicht extrem. Sie ist einfach nur echt. Und das reicht heute schon, um anzuecken. Ich frage mich wirklich, wann ist es eigentlich gefährlich geworden, seine Meinung zu sagen? Wann wurde aus gesundem Menschenverstand eine Staatsbedrohung? Und jetzt sagst du mal, hat sie übertrieben oder hat sie einfach das gesagt, was viele nur noch heimlich denken? Fühlst du dich in diesem Land noch gehört oder wirst du auch langsam laut in deinem Kopf? Schreib's unten in die Kommentare. Deine Meinung zählt. Und wenn du willst, dass solche Videos mehr Menschen erreichen, dann Glocke aktivieren, Like da lassen und teilen. Weil genau so fängt Veränderung an. Nicht von oben, sondern von unten. Genau da, wo diese Mutter steht. Bis zum nächsten Mal.